Neulich habe ich Yagi-Uda-Antennen getestet mit meiner DJI Mavic Mini. Die 2,4 GHz Antennen habe ich noch einmal getestet und ich habe 3 Tipps für euch, falls ihr selber auch noch mal einen Distanzflug machen wollt. Der erste Tipp bezieht sich auf die Peilung. Wenn ihr eure Yagi-Antennen montiert habt, achtet ganz genau darauf, dass ihr mit der Spitze der Antennen in Richtung der Drohne zeigt. Die Antennen bündeln nämlich das ausgehende Signal und deswegen muss es auch präzise auf die Drohne zeigen. Wer also wie ich bei meinem ersten Test die Fernbedienung in der Weltgeschichte herumirren lässt, der wird das Signal und die Verbindung zur Drohne schnell verlieren. Ein Beispiel für eine schlechte Peilung sieht man hier. Obwohl die Drohne praktisch 30 Meter entfernt ist und direkt über mir, verliere ich das Signal zur Drohne, weil ich die Fernsteuerung falsch halte. Also ich halte sie gerade ausgerichtet, statt mit den Antennen in Richtung der Drohne zu zeigen, was natürlich bedeuten würde, die Steuerung nach oben zu ziehen. Der zweite Tipp bezieht sich auf die Batterie. Wenn ihr einen Distanzflug ausprobiert, startet immer mit einer komplett vollgeladenen Batterie. Andernfalls kann es euch passieren, genau wie mir hier, dass ihr früher abbrechen müsst und gar nicht seht, wie weit eure Drohne in Wirklichkeit kommen kann. Außerdem lauft ihr natürlich Gefahr, die Drohne zum Absturz zu bringen, wenn ihr mit einer geringen Akkuladung fliegt und möglicherweise nicht schnell genug wieder zurückkommt oder aber eine Notlandung machen müsst oder schlimmstenfalls sogar eine Bruchlandung hinlegt, weil die Drohne in der Luft ihren Strom verliert. Ich hatte hier gerade noch eben Glück bzw. das richtige Maß gefunden. Der dritte und letzte Tipp bezieht sich auf den Flugmodus. Schaltet in den Sportmodus, mit dem die Drohne dann schnell fliegen kann. So könnt ihr in kürzerer Zeit längere Strecken zurücklegen und das ist natürlich beim Distanzflug ratsam. Wegen einer Flugverbotszone musste ich bei knapp 3,4 Kilometern meinen Distanzflug leider abbrechen und zurückkehren. Das nächste Mal suche ich mir einen Ort, wo ich noch weiter fliegen kann. Auf jeden Fall stelle ich mit diesem Distanzflug meinen persönlichen Rekord auf. Wenn euch die Tipps geholfen haben, lasst einen Kommentar und ein Like da. Ansonsten sicheren Flug und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.